Ja, vielen Dank. Für mich hat sich so ein bisschen ein Thema durchgezogen, was am Ende bei Ihnen, Herr Teubner, ganz klar wurde. Sie haben gezeigt, dass die zu viele, zu gute Bewertungen dann auch wieder misstrauisch machen. Und es gab es in einigen anderen von den Vorträgen auch, so dieses, wenn es zu glatt ist, kann es auch nach hinten losgehen. Ne? What you Lisbeth said, for example, that communicating uncertainty is actually a good thing or leads to more trust. Das wäre eine Frage an Sie alle. Also gibt es diesen Kipppunkt aus Ihrer Beobachtung heraus, wo es zu glatt ist oder zu und das wiederum zu Misstrauen führt? So the question is there to all of you, is there this point where you can see that if it's everything is too even and looks like everything is perfect, that leads to maybe mistrust? Like if you say I observed this a lot in the pandemic, that this looks like scientists try to communicate, I'm totally sure that this is how it is, and then it changed. Also in der Pandemie haben WissenschaftlerInnen oft, zum Beispiel bei der Maskenfrage ist es uns allen, glaube ich, aufgefallen, dass es erst hieß, Masken helfen nicht, kaufen Sie bloß keine Masken. Und dann kam nach ein paar Monaten, Masken helfen auf jeden Fall, 100%ig. Und das, glaube ich, hat für Misstrauen gesorgt. Und das wäre eine Frage an Sie alle. Gibt es solche Punkte aus Ihrer Beobachtung? Einsteigen. Ich würde sagen, ja. Also ich kann jetzt natürlich für diese E-Commerce-Bewertung natürlich sprechen und da sieht man das tatsächlich schon. Ne? Das ist gerade die Kombination aus glatten Top-Bewertungen in Kombination mit vielen Bewertungen, das wirkt natürlich unglaubwürdig. Ne? Das liegt, glaube ich, auch daran, oder das ist natürlich so ein kaskadierender Prozess. Ne? Das ist zum einen Vertrauen in den Verkäufer vielleicht, aber dann auch wiederum Vertrauen in diesen Score, der dahinter liegt. Ne? Das ist kaskadiert letztlich, es geht immer weiter. Das Problem ist natürlich, dass mittlerweile auch die Leute, die solche Bewertungen dann kaufen oder irgendwie künstlich erzeugen, das auch wissen und dann auch durchaus mal schlechtere Bewertungen bestellen, ganz einfach, um da nicht aufzufallen. Ich kann vielleicht ergänzen, sozusagen aus der Wissenschaftskommunikationsperspektive, da haben wir jetzt nicht sozusagen das Glück, dass wir, glaube ich, so große Datensätze haben oder so viele Studien haben, die das nahelegen, dass man jetzt wirklich sagt, es gibt natürlich einzelne Experimente, beispielsweise aus der Psychologie, die sagen, Unsicherheiten kann dazu beitragen oder auch einen Fehler zuzugeben, kann eher Glaubwürdigkeit erhöhen, aber das sind auch natürlich alles Einzelbefunde von einzelnen Studien. Ich glaube, wenn man sich nochmal so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft und Forschung anschaut, dann sind es ja oft, wenn man in Deutschland denkt, vielleicht auch jemand wie Herr Drosten, der sozusagen auch ein gewisses Bild von einem Wissenschaftler verkörpert, das auch nicht an allen Stellen ganz polished ist, nenne ich es jetzt mal an der Stelle, wo man, glaube ich, auch vielleicht gut tut, daran zu gucken, welches Bild von einem Wissenschaftler zeichnet auch und worauf an sozusagen Vertrauenswürdigkeit zu urteilen oder vielleicht auch Markern spricht man dann auch an, welches Bild von Wissenschaft und Forschung wird da gezeugt. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass wenn es zu polished ist, wenn es zu sehr in Richtung sozusagen spricht wie ein Politiker oder sieht aus wie jemand, ein Vertreter aus der Industrie, dass es dann vielleicht auch weggeht von da. Da würde ich schon auch Anzeichen dazu sehen, auch wenn wir, glaube ich, nicht die harte Empirie an der Stelle in dem Umfang haben. Das wird mir Mikro weggegeben, deswegen. Maybe I will just I don't know what to say. I agree with you. Also ich glaube, ich würde unterscheiden zwischen E-Commerce und Wissenschaft. Also ich glaube, E-Commerce, da bin ich einverstanden, da gehen die Leute natürlich auch davon aus, irgendwo, dass da irgendwie komische Intention hat, wenn da das nicht mehr stimmt. Aber in der Wissenschaft, da glaube ich, gibt es in der Bevölkerung zu wenig Bewusstsein über die Unsicherheit der Ergebnisse, dass das eigentlich immer vorläufiges Wissen ist, was wir produzieren, dass das mit Unsicherheiten behaftet ist. Und die Wissenschaftler haben ja während der Pandemie auch nicht viel getan, um die Bevölkerung darüber zu informieren, dass es solche Unsicherheit gibt. Also da gab es ja gewisse Simulationen, da wurde dann häufig die schlimmste Szenario wurde dann herausgegriffen, aber es wurde hier relativ wenig operiert mit Unsicherheiten, auch wenn man an die Impfung denkt, aber das ist auch wieder klar, weil viele Leute wollen wissen, nützt die Impfung oder nützt sie nicht, ist binär. Und das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann, sondern hier haben wir natürlich das Problem, dass wir mit Wahrscheinlichkeiten operieren müssen und dass viele Leute, das wissen wir, Mühe haben, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen.
Aber da wäre natürlich die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation, diese Wahrscheinlichkeiten so zu kommunizieren, zum Beispiel natürliche Häufigkeiten. Da gibt es ja aus der Forschungsgruppe von Gerd Gigerenzer sehr viele Arbeiten, die zeigen, wie man das machen könnte. Ich habe das aber während der Pandemie vermisst, dass ein Wissenschaftler das versucht hätte. Die haben entweder die Unsicherheiten nicht quantifiziert oder dann haben sie mit Wahrscheinlichkeiten operiert, aber es hat niemand das so aufbereitet, wie man das eigentlich müsste und wie man wüsste, wie man es machen sollte. Ja, wenn man jetzt auf noch einen anderen Level höher geht und sich überlegt, wie sieht das eigentlich alltäglich aus? Wir haben ja den Bereich jetzt, wo wir viel auch über Internet kommunizieren, Zoom oder WebEx oder so etwas. Und das hat jeder festgestellt, dass man an einem Bildschirm niemanden überzeugen kann. Das heißt also, Sie haben das ja vorhin auch richtig gesagt, Vertrauen ist ja immer nur dann wichtig, wenn man sich selber nicht richtig auskennt. Weil wenn die Daten objektivierbar sind, dann kann man sich gleich eine eigene Meinung und was vielleicht wichtig ist für uns alle, ist einfach, dass wir sehen, dass Menschen, wenn sie analog zusammenkommen, eben noch andere Kriterien haben. Die spüren sich, man hat ein Hallo und da werden Menschen eben auch authentisch. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Frage, wenn man über Vertrauen redet. Man hat ja selber immer das Gefühl, warum vertraue ich dem eigentlich? Und man merkt eben dann doch, dass über die Authentizität einer Person ganz viel transportiert wird. Sei er nun jetzt Pastor, Politiker, Wissenschaftler oder, sage ich mal, einfach ein ganz normaler Mensch, auf den man trifft. Und ich möchte einfach nur dafür werben, dass wir uns vielleicht dann doch so ein bisschen auf die Stimme unseres Herzens konzentrieren, weil ich glaube, da sind wir ganz gut drin, Menschen auf ihre Authentizität zu prüfen. Das geht, vermutlich kann man das wissenschaftlich belegen, das geht in Millisekunden, dass man auch Menschen kategorisiert, so unfair wie das vielleicht manchmal ist. Aber das schlägt eben alle anderen Systeme. Ist das eventuell auch ein Problem, was wir hatten? Ist das an, oder? Ja. Ist es eventuell ein Problem, was sich vielleicht verstärkt hat in der Pandemie, wie Sie gerade sagen, weil wir uns da ja sehr wenig face-to-face getroffen haben oder eben viel digital vermittelt? Und Sie sagen, dass diese Vertrauenskrise, ob sie nun real ist oder gefühlt oder nur manche Berufsgruppen betrifft, ist gewachsen dadurch? Was sagen die anderen? Also ein Punkt, ich gebe es zurück. Ein Punkt ist, glaube ich, dass so dieser Startpunkt häufig, glaube ich, offline funktionieren muss im persönlichen Miteinander. Also was wir gesehen haben, ist, dass bestehende Beziehungen sich online eigentlich ganz gut fortführen lassen, so im Bereich der Arbeitsgruppen, ne? Die dann sich schon kennen, aber online dann miteinander arbeiten. Ich glaube, dieses Beginnen, neue Kontakte knüpfen oder neue Mitarbeiterinnen irgendwie zu integrieren, wenn das nur rein online funktionieren soll, da wird es, glaube ich, schwierig. Also bestehende Sachen online fortzuführen, das funktioniert auf jeden Fall deutlich besser. Naja, und Sie dürfen ja nicht vergessen, auf wen Sie da treffen, auf den Herrn Wieler oder den Herrn Lauterbach oder eben auch den Herrn Drosten oder den Herrn Streeck. Die haben Sie einfach nur zweidimensional, weil ich kenne die alle höchstpersönlich und die sind tatsächlich in echt ganz anders. Ja, die kommen in echt auch ganz anders rüber. Ja, das ist also die Frage, wenn die Ihnen das direkt erklären würden, würden Sie wahrscheinlich anders reagieren, als wenn Sie das von jemandem übersetzt, von Medien übersetzt, serviert bekommen, ja, oder eben auch im Grunde auch zerschnitten oder geschnitten, dass sie nur ganz bestimmte Statements dann eben haben. Ich meine, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fluch der Zeit, dass wir einfach auf immer mehr vertrauen müssen, auch in diese digitalen Formate, die uns dann eben einfach die Welt auch meinen, erklären zu müssen in einer Art und Weise, wo wir uns auskennen, schwer dagegen sind, aber ansonsten ganz zufrieden sind mit unseren kleinen Heuristiken, dass wir sie dann doch haben und die eben auch einfacher wird dadurch. Ich meine, sonst würden ja solche Beurteilungssysteme nicht funktionieren, wenn die Leute nicht danach lechzen würden, irgendein Kriterium zu haben, an dem man sich festhält. Ja, und da hat es ja auch gezeigt, dass wenn ein Foto dabei ist, ein Gesicht zu sehen ist, dass das schon was hilft. Und deshalb funktioniert Wissenschaft eben häufig auch nicht, weil Sie haben das ja vorhin auch schon nochmal richtig gesagt. Wenn Wissenschaft bedeutet, dass Sie sich jederzeit selbst in Frage stellen müssen, dann ist für so mal jemand, der da dieses System so nicht kennt, immer ganz schwierig, wenn einer ihm gegenüber sitzt und sagt, ja, eigentlich wissen wir schon eine ganze Menge, ich kann es ja auch sagen, aber eigentlich ist da auch wieder so viel Unsicherheit drin, ja, dass ich mich ihm selber relativieren muss. So, da kann jeder Wissenschaftler gut mit leben. Ja, wir wissen, so geht der Erkenntnisfortschritt. Aber wir müssen eben auch versuchen, Menschen nahezubringen, wie wir das eben diese Aussage nicht heißt, dass das alles beliebig oder willkürlich ist. Das hört man ja häufig in der Politik, wenn die Argumente dann gegen die Politik clashen, ein wissenschaftliches Argument, dass man sagt, naja, dann gibt es ja auch eine andere Meinung. Nicht? So, und das stimmt ja in den allermeisten Fällen nicht, ja, sondern es gibt schon eben eine Fachmeinung, die sich herauskristallisieren lässt als Mainstream. Aber man sieht eben auch dadurch, dass
die Wissenschaft eben auch von Politik immer nachgefragt wird, um sich auch wieder zu legitimieren. Ich glaube, das ist was ganz Typisches, nicht? Dass man da sagt, guck mal hier, die sagen das dann auch, dass selbst die absurdesten Theorien und Dogmen, die man aufstellt im Bereich, weiß ich, Umwelt, Klima oder sonst irgendwas oder Energie, immer noch versuchen, eine wissenschaftliche Legitimation für ihre Position zu finden. Einfach weil man weiß, da können wir Honig saugen, wir wissen, dass die Menschen der Wissenschaft trauen. Ja. Elisabeth, what Andreas just said was about communicating uncertainty, and what we discussed is that sometimes that leads to that people believe this is just an opinion, what a scientist says. So how is your experience? Because to me it seemed like it worked so well in Norway with communicating uncertainty and just being transparent and honest. Did you see these downsides, or how did scientists deal with that, or politicians? So I do not have like an answer, because in Norway I just now gave some examples of how risks were communicated and that uncertainties were communicated openly, but I don't know what the message of one person, how it affected like trust. But we saw that it affected trust, that it fluctuated a lot, so it varied. So I guess it had different effects at different points of time. Yeah. But my main point is that communicating these uncertainties and openly disagreeing is important, I would say, for trust in the long run, because if you don't do it and then suddenly some information or something that has been downplayed or camouflaged, then I believe if it comes up to the surface, then it would negatively impact trust a lot more than just having these small effects. Because then people feel like they lied to us, or they didn't tell the whole truth, or something like that. Yeah. Yeah, for instance. Yeah. Das war was so. Sorry, switching to German again. I tried to translate. No problem, you just speak and I pick up a word here and there. Das war was ich, Frau Ziegler, in Ihrer Präsentation, als ich mich gefragt habe, können wir es oder kann es die Wissenschaft überhaupt richtig machen? Weil Sie hatten ja so ungefähr diese Umfrage, die Hälfte der Bevölkerung möchte gerne, dass WissenschaftlerInnen Empfehlungen geben an die Politik, und die andere Hälfte möchte genau das nicht. Also eigentlich kann man es ja dann nur falsch machen, oder? Gibt es da eine Lösung? Ich möchte es auch auf keinen Fall so verstanden wissen, dass man sagt, man muss diesen Erwartungen gerecht werden, weil ich glaube, das wurde ja auch angesprochen, zu sagen, da steht auch natürlich auch eine Gefahr drin, weil man sozusagen den Rahmen, für den man eigentlich spricht, verlässt. Aber ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, wenn man öffentlich kommuniziert. Also eben auch sozusagen darauf gefasst zu sein, dass vielleicht in der Talkshow versucht wird, dann eben einen doch zu einer politischen Aussage zu zwingen. Und ich glaube, da gehört, und das haben sehr viele, glaube ich, Politiker und Politiker, die sehr, sage ich mal, öffentlich aufgetreten sind in Deutschland, auch sehr richtig gemacht, sich da auch immer wieder abzugrenzen, zu sagen, manche haben vielleicht auch die Grenze ein bisschen überschritten an anderen Stellen, aber ich glaube, was es da braucht, auch vielleicht für perspektivisch andere Themen, ist, dass wir eben auch in der Wissenschaft darüber reflektieren, weil es sicherlich auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht, die vielleicht sich nicht so ganz oft mit sozusagen der gesellschaftlichen Wahrnehmung oder den gesellschaftlichen Erwartungen an Wissenschaft und Forschung auseinandersetzen und sich dann auch, wenn man eben rausgeht, mit den eigenen Erkenntnissen, mit den eigenen Projekten, Erkenntnissen sozusagen, sich das zu fragen, sich dessen bewusst zu sein, das zu reflektieren und dann eben auch sozusagen mit dieser Erwartung der Bevölkerung umzugehen und dann eben auch, sage ich mal, sozusagen die Frage zu stellen, ob man nicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Bevölkerung dann haben kann, dass man eben sagt, wenn ich dann deutlich mache, es gibt Unsicherheiten oder es gibt Kontroversen oder es gibt noch offene Fragen, sozusagen das erst auch mal mitzunehmen, dann eben auch, um das der Bevölkerung zuzutrauen, damit dann auch umzugehen und das vielleicht in die Entscheidung einfließen zu lassen. Das wäre sozusagen vielleicht der Take. Sie jetzt auch gleich gefragt. Ja, vielleicht einfach auf die Antwort auf die Frage, die gestellt wurde in diesem Survey. Also da haben ja eben 50% haben gesagt, sie würden sich wünschen, dass die Wissenschaftler da durchaus auch Maßnahmen empfehlen würden, ableiten würden. Und da bin ich mir nicht sicher, wie wir das jetzt interpretieren sollen. Oder? Heißt das, dass die der Meinung sind, dass die Wissenschaftler ihre Meinung vertreten würden, sagen, die Wissenschaft soll entsprechend Maßnahmen vorschlagen, weil sie davon ausgehen, dann wird das, was sie eigentlich möchten, auch von der Wissenschaft vertreten. Und das andere ist, ob sie sich bewusst sind, dass bei politischen Maßnahmen ja immer unterschiedliche Gesichtspunkte mit berücksichtigt werden müssen und dass wir eigentlich Trade-offs machen müssen. Oder das ist, glaube ich, dann auch nicht so ganz klar. Und deshalb würde ich jetzt das nicht so interpretieren wollen, diese Ergebnisse, dass jetzt die Wissenschaftler zu Aktivisten werden sollten, weil ich glaube, das wäre der verkehrte Weg, selbst wenn jetzt 50% so geantwortet haben, weil ich glaube, da liegt ein großes Risiko für die Wissenschaft, dass sie nämlich dann einen Teil
des Rückhaltes in der Bevölkerung verliert, weil die das Gefühl haben, die machen ja Politik und gar nicht Wissenschaft und die wollen hier gewisse Werte durchsetzen, die eigentlich streng genommen gar nichts mehr mit der wissenschaftlichen Forschung zu tun haben. Okay, vielleicht gehen wir das eine Mikro rum, weil als Moderatorin sollte man nie das Mikro aus der Hand geben. Ja, ich glaube, dass die Institution, die das ja ganz gut demonstriert hat, dieses Hin- und Hergezogen werden zwischen Wissenschaft und Politik, ist die STIKO, ne, die ja gedrängt worden sind im Prinzip von der Politik. Jetzt gibt schon mal eure Empfehlungen ab und die sagen, nee, wir warten noch auf die nächsten Studien und haben wissenschaftliche Standards, nach denen wir das machen wollen. Und die Politik fordert im Prinzip ein, ja, sozusagen über diesen Schatten zu springen und schon mal vorab das Gutachten zu gehen. Das ist ein bisschen wie wenn man der Versicherung sagt, komm, jetzt versichere mein Auto, aber ich sage noch nicht, wie teuer es war. Ne? Und das ist, glaube ich, genau dieser Clash, ne? Weil irgendwo muss der Punkt kommen und da muss sich die Politik dann halt aber auch trauen, dieses politische Risiko einzugehen letztlich, ne? Auch mal ohne so eine Absicherung eine Maßnahme zu entschließen. Ich glaube aber, dass das unauflöslich ist, der Konflikt, der dahinter steht. Wir haben einfach den Machtanspruch der Politik und, sagen wir mal, die Datenexploration und die Interpretation auf Seiten der Wissenschaft. Da gibt es immer Situationen, und da kann ich Ihnen sagen, das ist im Alltag einer Bundesbehörde, die wissenschaftlich arbeitet und politikberatend ist, fast jeden Tag, ja, dass sie dann einfach in eine Situation kommen, wo dann jemand, der Empfänger ihrer wissenschaftlichen Nachricht ist, eine Interpretation draufsetzt, wo sie sagen, gut, also das würde man jetzt als Wissenschaftler vielleicht so nicht machen. Ja, aber ich glaube, dass das unauflösbar ist und da muss man einfach mit leben. Auf der anderen Seite muss man eben auch darauf hinweisen, dass das eben so besteht. Ich will mal ein ganz anderes Beispiel nehmen, so Klimawandel oder so etwas. Ja, das ist auch so eben nicht etwas, wo es den direkten Bezug Wissenschaftler und Kunde sozusagen den normalen Bürger oder die Bürgerin gibt, ja, sondern das wird ja auch noch immer übersetzt. Und was wir eben sehen, auch die letzten 20 Jahre, ist auch, dass die Übersetzungsarbeit durch die Medien halt auch nochmal überformt wird. Ja, weil wir haben früher eigentlich so, als wir dann so angefangen haben, immer gedacht, die Wissenschaft, die wird dann so ein bisschen informiert weitergegeben. Ja, also, und heute haben sie eher so einen konstruktivistischen Ansatz in den Medien, ja, dass also diejenigen, die dem Journalisten in seiner Meinung auch noch irgendwie besser gefällt, dann eben auch öfter Raum bekommt und auch dann zum Teil, genau wie Sie sagen, dieser Interpretation dessen dann auch einen größeren Bereich bekommt. Während die kritischen Stimmen im Grunde zwar wissenschaftlich korrekt sind, aber dann auch in das Weltbild derjenigen, die interpretieren, nicht reinpassen, schon gar nicht in die Politik. Und das macht es unauflösbar in einem Konflikt und das muss man aushalten auf der einen Seite, weil ich glaube tatsächlich, wenn man das nicht macht, dann gibt es gar keine Referenz mehr. Wissenschaft ist die einzige Referenz, die das relativieren kann. Aber sie ist an der Stelle eben auch nur eine Position von vielen und dadurch eben auch vulnerabel. Das klingt aber schon so, als wenn es eigentlich tatsächlich dieser kritisches Vertrauen oder eine gewisse Portion Skepsis eigentlich was Wünschenswertes wäre bei den Bürgerinnen. I said that to me it sounds like the discussion that some kind of skepticism or critical thinking would be something we want to have in society. And you said something, you said high trust is correlated with lower risk perceptions. I found this really interesting because when it comes to climate change, and Andreas moved the topic to climate change right now, then that might be a problem, right? Because people already underestimate the risk of climate change. Maybe you can give the microphone to her. Yes, that was what I also wanted to say in my presentation, that we're all very proud of having high trust, high public trust in institutions, but this may also be a problem. And then I think more about the risks that are less acute, where you can't see the consequences straight away, or some can, but in some societies we can't. And for those risks, I believe that high trust, yes, may be a hinder for action. So how is the perception of climate change in Norway? Because everybody says you have a high trust, you're a high trust society. Yeah. So do they even more underestimate the risks of climate change? I think that we see that there is a problem and that something should be done, but we're almost like deadlocked and not into doing much. And it has been traced back, but these are data from 2016. But it has been, there has been some, I think, interviews or surveys, I'm not sure, but showing that some of the emotions that often are linked to people taking action, like fear and worry, are not was not in 2016, very high in the Norwegian public.
It was actually higher in many other European countries. So the combination of high trust and low worry or low fear in a way is maybe not such a good combination when we're talking about climate change risks. Yeah. Okay. But I think we have to distinguish here in whom we have trust. I think that's the issue. I mean, as I mentioned before, if people have trust in Greenpeace, they see more risk with gene technology and not less. So therefore, it's always the question whom they trust. And if you look at climate change, people who have trust in scientists working in climate change, they see more risk. So therefore, I think we cannot say trust necessarily reduces the level of risk, but it really depends on whom you are going to trust. And I think this has to be kept in mind, because we cannot say it always lowers. It can heighten the risk perception. It really depends then on the specific situation. I really agree with that. It's very important, and we have to caution about using trust or to over-explain everything with trust. Often we boil it down to trust, and sometimes, often, maybe what we see is an expression of something else. Maybe it is not trust. And actually, I believe that a lot of the data that we use when we are making statements about trust, they're often opinion polls, data and survey data, scratching the surface. So I think also we need more qualitative data, diving deeper and saying, what is this thing that we call trust? Maybe this is more than just this. Although we had 5 or 4 definitions of trust today, maybe 5. Still, we need more definitions. Herr Hensel, ich denke, wir wechseln wieder. Vielleicht ein Satz dazu. Das mag sicher so sein, aber unsere alltägliche Wahrnehmung ist eben auch, dass es eben nicht immer um den wissenschaftlichen Sachverhalt geht in der Öffentlichkeit, sondern eher um die gelungene Konstruktion. Und da ist immer Frage, wer redet und wer ist der Rezipient. Also ich glaube, das muss man eben klar analysieren, wer da eigentlich gemeint ist. Weil ich meine, man kann das Argument mit dem Klimawandel ja auch drehen. Es gibt ja durchaus ernstzunehmende Wissenschaftler im Bereich der Klimaforschung, die, sagen wir mal, diese ganzen Szenarien, die dann auch aufgebaut werden, aus verschiedenen Gründen, von wem auch immer, sagen, pass auf, also wir sind hier in einem Worst-Case-Szenario, es gibt aber auch noch andere Erklärungen. Ja? Wir sind jetzt in der beginnenden Warmzeit zum Beispiel und. Es gibt ganz viele Dinge, oder es gibt auch schlechtes Wetter 1820, da gab es auch kein CO2, stimmt alles. Nicht, aber dass man eben auch aufpassen muss, dass man eben nicht diese hochkomplexen Sachverhalte, die ja hinterlegt sind mit vielen Datenreihen, mit vielen Messungen, dass man die so stark eben verengt darauf, dass wenn einer dann eine wissenschaftliche Argumentation beginnt, dass der dann natürlich einen auf den Hut bekommt nach dem Motto, der ist dann Klimaleugner oder wie man da immer so sagt, das ist ja immer diese Verkürzung, den hochkomplexen Sachverhalt, sagen wir mal, auf eine schlagwortartige, kampagnenfähige Satz zu bringen. Ich kann das verstehen gesellschaftlich, aber das ist auch eine ganz große Gefahr in dem Moment, wo man Wissenschaft diskreditiert. Also wir sind ja selber, ich kann jetzt nicht sagen Opfer, sondern Beteiligter im Bereich der Pflanzenschutzmittel beim Glyphosat. Also da gibt es im Glyphosat weltweit eine einheitliche Auffassung dazu, dass es eben nicht krebserregend ist. Aber wir haben 3 Jahre lang diskutiert, oder 5 Jahre bis heute, dass dieser Stoff eben dann doch, weil dann mal ein Wissenschaftler gesagt hat, könnte krebserregend sein, ja, dass das natürlich jetzt irgendwie die gesamte Gesellschaft und auch den Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln dann eben verändern muss. Da ist auf der Wissenschaftsseite eigentlich eine Klarheit da, die man eigentlich so gar nicht vermutet, wenn man in die Presse guckt. Ja, und ich denke, da muss man schon auch die Kontexte sehen, in denen man das diskutiert. Das ist nämlich nicht das Gleiche. Ja, ich will das ja noch mal ganz einfach sagen, wenn Sie ein wissenschaftliches Statement haben, da kommt es auch darauf an, wer das sagt. Sie sitzen in einer Konferenz, da steht einer, der ist anerkannter Wissenschaftler, der hat 20 Jahre dazu publiziert, der sagt 4 Sätze, alle nicken. Ja, so, das gibt es in der normalen Welt nicht. Ja, dass man einfach sagt, der weiß das, der hat darüber geforscht, das stimmt. Ja, also da wird sogar noch mehr geglaubt, sage ich mal, als in der Zivilgesellschaft. Ja, Herr Siegrist. Genau, also ich möchte gerade anknüpfen an dem, was Sie gesagt haben, weil ich glaube, das ist auch mit ein Grund, das wäre jetzt meine Hypothese, dass die Bevölkerung derart Vertrauen hat in die Wissenschaft, weil sie nämlich davon ausgeht, irrtümlicherweise, dass Wissenschaftler keine Interessenskonflikte haben. Und Wissenschaftler haben natürlich gerade im Risikobereich, finde ich das sehr interessant, zahlt es sich natürlich für einen Wissenschaftler aus, wenn er auf die Risiken sich fokussiert. Das heißt, wenn er sagt,
Gentechnologie ist kein Risiko. Ich meine, da kann man mit der Forschung aufhören in diesem Bereich. Das heißt, es ist eigentlich direkt ein Incentive da, die Risiken größer darzustellen, als sie sind, weil man sonst keine Forschungsgelder bekommt, weil sonst keine Forschung in diesem Bereich mehr weiter finanziert wird. Und deshalb haben wir natürlich auch in der Wissenschaft sehr große Interessenskonflikte. Aber man hat immer das Gefühl, die Wissenschaftler in der Industrie, die hätten solche Konflikte, aber die universitäre Forschung hat genau die gleichen Konflikte, weil sie sicherstellen wollen, dass die Forschungsgelder weiter fließen. Von daher, Frau Ziegler, das führt ja direkt zu Ihnen, liegt die kritische Gruppe vielleicht doch eigentlich ganz richtig und es ist gar kein Kommunikationsproblem. Genau, also ich würde auch sagen, dass sozusagen, dass sich die Bevölkerung dessen nicht bewusst ist, würde ich ein bisschen widersprechen, weil wir sehen ja schon, dass das eben die Gründe sind, die am meisten Zustimmung erfahren, dass das auch die Dinge sind, die medial groß werden, dass wir eben sehen, überall dort in unseren Daten, und ob man das dann viel und wenig findet, ist nochmal eine andere Diskussion, dass die Leute ja sozusagen ihrem Argument folgend schon das richtig auch erkennen, zu sagen, dass wir vielleicht nicht so sehr ein Expertise- und Integritätsproblem haben, sondern es vor allem dann auch sozusagen misstrauisch, sage ich mal, Ansätze von Misstrauen vielleicht entstehen, wenn es eben um Fragen von Motive, von Interessen, von Abhängigkeiten, von Zielen, Finanzierungen, von sozusagen Zusammenarbeiten mit der Industrie, aber auch die Finanzierung durch die Politik, wo genau ja auch, sage ich mal, der öffentliche Zweifel dann entsteht, zu fragen, wer entscheidet eigentlich, wozu geforscht wird und wer entscheidet eigentlich, in welche Richtung es geht und dass nicht so sehr vielleicht am Einzelergebnis geglaubt wird, aber natürlich an der Richtung, die vielleicht dann auch vorgegeben wird. Und ich glaube, da würde ich sagen, dass das hohe Vertrauen nicht unbedingt heißt, dass die Leute sich dessen nicht bewusst sind, weil wir ja in den Daten sehen, bei uns und auch vielen anderen, dass diese, sage ich jetzt mal, Wohlwollen, Benevolenz, wie man die Dimension nennen möchte, dass das ist, wo die Leute am meisten Zweifel haben und damit ja vielleicht auch manchmal gar nicht so falsch liegen dann. Das führt, okay, Sie noch einmal, dann habe ich auch eine gute Überleitung zur Schlussrunde. Wenn ich noch darauf eine Replik geben darf. Also eigentlich bestätigen Sie, was ich gesagt habe, weil die Bevölkerung misstraut dann der Wissenschaft, wenn das Geld von der Wirtschaft kommt oder von der Politik. Was ich sage, die Wissenschaftler sind eigentlich intrinsisch motiviert, gewisse Biases in ihrer Forschung zu haben, und das sieht man schon in den Abstracts, oder dass sie von großen Effekten sprechen, wenn das im Prinzip kleine, lächerliche Effekte sind und so weiter. Das sieht man ja eigentlich bereits in den Beschreibungen der Forschungsarbeit, und ich glaube, dessen ist sich die Bevölkerung nicht bewusst, dass das nur dann passiert, eben nicht nur dann passiert, wenn das Geld von der Industrie kommt, sondern auch wenn das von unabhängigen Forschungsgelder sind, hat man die gleichen Probleme prinzipiell. Mir erscheint es so, als wenn das ganze Thema heute Abend noch komplexer geworden ist, sodass ich mir sogar die Frage stelle, ist Vertrauen eigentlich was, also ist das ein Konzept, was wir fordern? Sie haben ja gesagt, oder muss die Politik, haben Sie es gesagt, oder wollte ich Sie fragen, muss die Politik nicht mehr der Bevölkerung auch vertrauen? Deswegen würde ich gerne für die Abschlussrunde so ein bisschen eine offene Frage an alle von Ihnen stellen. Was wollen wir denn? Also wollen wir tatsächlich, oder ist das Wünschenswerte aus Ihrer Sicht? Ist es mehr Vertrauen? Ist es mehr kritisches Denken? Ist es irgendwas dazwischen? Weil wir haben ja auch gesehen, mehr kritisches Denken kann auch dazu führen, dass, wie Sie gesagt haben, alles hinterfragt wird, auch die Wissenschaftler, die vielleicht in der Wissenschaft durchaus anerkannte Mehrheitsmeinung haben, in Anführungszeichen. Also zu viel kritisches Denken könnte auch problematisch werden oder den Menschen das Gefühl zu geben, eigentlich ist alles total unsicher, man kann gar nichts mehr so genau wissen, ist vermutlich auch die falsche Richtung. Also meine offene Frage an jeden von Ihnen, was wäre denn aus Ihrer Sicht das Wünschenswerte? My question for the last round of this discussion to all of you is, so after we have discussed many different challenges with trust as well tonight or today, I was wondering if trust is the right concept what we want to have, or is it rather about supporting critical thinking, or both? So what is your idea about what do we want, if there is a we at all? Die Frage ist eigentlich nicht beantwortbar aus meiner Sicht, weil es von der Situation abhängt, es hängt vom Typus von Vertrauen ab, es hängt von den Zielen ab, die Personen verfügen. Das heißt, eine Person kann durchaus der Meinung sein, es gibt zu wenig Vertrauen in einem Bereich, und eine andere Person ist der Meinung, es gibt zu viel Vertrauen in dem Bereich. Das heißt, eigentlich gibt es nicht ein richtiges Level an Vertrauen, sondern das hängt natürlich immer von den eigenen Zielen ab, was man als richtiges Level definieren würde.
Vielleicht direkt sagen, also auf gesellschaftlicher Ebene denke ich, dass da mehr besser ist. Also ich glaube, Vertrauen ist das, was letztlich überhaupt das Zusammenarbeiten, das Zusammenleben möglich macht. Und ohne Vertrauen, wenn man jetzt vielleicht an irgendwie Entwicklungsländer denkt, dann wird es einfach teuer. Ne? Dann braucht man Versicherungen. Und dann braucht man Schutzmaßnahmen. Ne? Dann braucht man Zäune und Waffen und Türsteher. Und ich glaube, Vertrauen macht überhaupt auch also diese Prosperität auch erst möglich. Und wenn man dann in die Details guckt und schaut, was ist die genaue Situation, klar, dann gibt es natürlich möglicherweise auch ein zu viel an ungerechtfertigtem Vertrauen, wo man gucken muss, kritisches Denken nicht ausschalten, im besten Fall immer genauso viel Vertrauen, wie halt richtig ist, aber das ist halt ein Zirkelschluss. Ne? Also ich glaube einfach, dass da auch eine ganz große Rolle spielt, auch so eine Art Literacy im weitesten Sinne, auch was Daten beispielsweise angeht, wenn man an solche Wissenschaftskommunikationsthemen auch denkt, in der breiten Bevölkerung auch irgendwie zu schaffen, ne, um so eine gewisse Grundaufklärung, Grundbildung da zu ermöglichen. Ja. Vielleicht füge ich mal hinzu, also ich glaube, ich würde auch sagen, wir warten nicht auf den Tag, an dem im Wissenschaftsbarometer das Vertrauen bei 100% ist, das sozusagen kann nicht das Ziel sein, sondern die Frage, sondern auf welchen Informationen sozusagen bauen die Leute eigentlich ihr Vertrauensurteil auf und können wir da sozusagen diese Informationen möglichst gut in Anführungszeichen machen. Und auf der anderen Stelle, glaube ich, braucht es auch in der Wissenschaft vielleicht die Frage, gerade dann, wenn man in die öffentliche Kommunikation geht, sich die Frage zu stellen, warum sollte man mir eigentlich vertrauen? Gibt es vielleicht Gründe, warum man auch nicht vertrauen sollte? Aber es gibt sicherlich auch gute Gründe, warum man vertrauen sollte und diese dann eben auch in der Kommunikation rüberbringen. Das wäre vielleicht noch ein Take. Who wants last word? Still the same question. I would, I'm not sure what you all said, but I believe that my opinion is that there is no easy answer to the question. There's no like appropriate level of trust. It's all depending on who we're trusting in relation to what. But I believe that, as I said earlier, that we should recognize and understand that the way we make risk-related judgments and the way we perceive risk and the way we behave is complex. And that using trust or no trust is too easy in a way. Ja, thanks a lot. Herr Hense. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also wenn man die Staatswesen sich anschaut, warum es die überhaupt gibt, sind dann natürlich irgendwie unterwegs in einem eigenen Wertekanon. Und der basiert natürlich irgendwo da, wo wir eben nicht konkrete Vorstellungen davon haben, wie unser Gegenüber jetzt Wissen hat oder wie man ihm sonst vertrauen kann, ist Vertrauen erstmal der erste Schritt dahin. Und nicht umsonst fordern ja Politiker Vertrauen ein, dass für das, wo sie stehen, eben dann nicht nur gewählt werden, sondern auch für deren politische Aktionen. Insofern ist das eben auch ein Teil, sage ich mal, des gesamten Sicherheitsbegriffs. Ja, Sicherheit als akzeptables Risiko in dem Fall. Also die Frage jetzt auch, wie werden wir eine gesellschaftliche Aushandeln von Risiken machen und warum macht man das? Weil man den Vertrauen schaffen will, in Systeme, die so komplex sind, dass der Einzelne sie nicht versteht. Insofern, sage ich mal, ist das sogar ein intrinsischer Teil eines demokratischen Prozesses, dass wir Vertrauen voraussetzen müssen. Wenn es das nicht gäbe, ich weiß nicht, ob Misstrauen jetzt das Gegenteil wäre, aber sagen wir mal, es würde den Rahmen sprengen, weil wir einfach dadurch in so einer hochkomplexen Gesellschaften leben, die eben einfach eine Vereinfachung brauchen und wo wir sagen, pass auf, da gibt es Menschen, denen vertraue ich, aus den und den Gründen und nur so kann es dann funktionieren, wie er auch gesagt hat, dass man dann nachts die Türen offen lässt und dass man seine Sachen auf den Tisch stehen lassen kann und wir wissen, dass die ganze Gesellschaft dann eben dann auch darauf mit aufpasst. So ähnlich könnte man es eben auch für viele andere Gesellschaften sehen, nur eben andere Vertrauensziele letztlich auch hinterlegt sind. Vielleicht für die Wissenschaft selbst noch, glaube ich, sie ist ja selbst, wenn man mal ganz ehrlich ist, ihr bester Kritiker. Ja, natürlich gibt es auch falsche Wissenschaft und falsche Schlussfolgerungen, aber letztlich ist es so, das System zeigt ja bis heute, dass wir immerhin Eisenbahnen bauen können, auf den Mond fliegen können, Computer haben. Also da gibt es schon Korrektive, ja, dass wir die Dinge, die wir herausgefunden haben, dann letztlich auch nutzen können und als gesichertes Wissen eben dann auch nutzen können. Insofern ist der gesellschaftliche Nutzen eigentlich so ein Vertrauen in Wissenschaft ja offensiv und auch deutlich erkennbar. Vielen Dank, das war eine sehr schöne Schlussrunde. Mir scheint so als Fazit, genau, also Misstrauen ist sicher nicht das, was wir möchten. Vertrauen schließt aber kritisches Denken nicht aus, im Gegenteil sollte es sogar einschließen und das erscheint mir so ein Fazit, auf das wir uns alle einigen können. Keiner protestiert. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dann ist das unser Fazit.
Und Herr Hensel, Sie als Hausherr dürfen das letzte nette Wort. Magnus Haus nicht Hausherr, aber für die Veranstaltung schon. Frau Wolfgang, vielen Dank, dass Sie uns durch den Tag geführt haben. Vielen lieben Dank allen Vortragenden, dass Sie sich die Zeit genommen haben und all das, was Sie mitgebracht haben, uns auch mitgeteilt haben, auch Ihnen hier vor Ort und im Internet. Der zweite Wissensdialog vom BFR, glaube ich, war ganz inspirierend. Wir werden dieses Format weitermachen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns verständigen in einer Gesellschaft über das, wie wir miteinander umgehen. Ich habe mal gelernt, als ich in China war, da hat Lao Tse mal gesagt, da wo die Definitionen nicht gleich sind, da beginnt das Chaos. Und ich glaube, da haben wir heute doch ordentlich ein Stück dazu beigetragen, dass wir zumindest verstehen, was Vertrauen ist, wie es begründet wird und warum wir es brauchen. Ich danke Ihnen vielen lieben Dank auch, dass Sie uns nicht gestört haben, und wir haben offensichtlich auch aus dem Chat nicht so viel Rückmeldungen. Auf der anderen Seite, wir üben noch und freue mich dann auf ein Wiedersehen bei der nächsten Veranstaltung. Darf ich vielleicht noch einen letzten Satz sagen? Auch für die technischen Mitarbeiter oder die für unser leibliches Wohl gesorgt haben, muss man auch immer daran denken, und natürlich auch auf unseren Übersetzer, der das Ganze auf Englisch nochmal die ganze Zeit und ganz alleine gemacht hat. Also Hut ab. Vielleicht noch einen kleinen Applaus zum Ende. Vielen Dank.